So, ich sitze jetzt hier mit dem Idir, das ist der Projektleiter bei der ganzen Vertonung von Aion 3.0 und hier bei Rain Productions Creative Producer. Hi Idir. Hallo Stan. So, Vertonung, das ist ja eigentlich was ziemlich Simples, was eigentlich jeder machen kann. Stimmt das? Nein, das stimmt so nicht. Und das ist ein Gedanke, den viele Leute gerne haben und auch immer mal wieder meckern, wenn die Vertonung nicht so ist, wie sie sich die eigentlich denken oder wenn es nicht so klingt wie im Englischen. Aber da steckt halt mehr hinter, als einfach mal nur sich vors Mikro zu stellen, Praktikanten oder die Putzfrau mal einschreien zu lassen und es dann fertig zu machen. So ist das nicht. Das heißt also, wenn man jetzt Filmsynchron und Videospielsynchron vergleicht, weil ja oft Spieler das vergleichen, da gibt es aber einen ganz anderen Prozess, der dahinter steht. Da gibt es mehrere andere Prozesse. Zum einen ist der Umfang viel, viel größer. Also nehmen wir jetzt ein Spiel wie Aion zum Beispiel. Ja, das ist ein MMORPG. Du hast einfach unglaublich viele Charaktere, die mit dir reden, unglaublich viele Szenarien. Da kommen mal locker 40.000, 50.000 Takes zusammen, während du bei einem normalen Spielfilm um die 2.000 Takes bist, die aufgenommen werden müssen. Dann hast du bei einem Film oftmals das komplette Videomaterial da, du siehst die Figuren, du hast die Musik, die Stimmung, die Situation, du kannst dich also viel besser darauf einstellen, während du bei Games, gerade wenn du noch in der Entwicklung bist und das fertige Produkt noch gar nicht hast, einfach nur oftmals mit Texten und Audios arbeiten kannst. Dann durch die Regie eben versuchen musst, den Sprechern die Situation beizubringen, die Charaktere, um dann auch wirklich die Emotionen rauszukitzeln. Und das ist viel, viel schwieriger als bei einem fertigen Film. Und wenn man dann jetzt in dem Umfang vertonen muss, wie man jetzt zum Beispiel das bei Aion machen musste, wie viele Sprecher kommen da so rein? Ja, also wir haben, glaube ich, über 160 Charaktere jetzt nur für das 3.0-Update gehabt. Und da halt 160 Sprecher reinzuholen, ist natürlich utopisch. Das klappt nicht, das klappt auch bei den ganz großen Produktionen nicht, das klappt auch in Hollywood nicht. Du bist normalerweise in so einer Zahl bei um die 30 Sprecher. Musst natürlich aber auch gucken, dass du Sprecher findest, die vielseitig sind. Also wenn du eine große Mehrfachbesetzung hast, brauchst du Sprecher, die nicht nur stimmlich variieren können, sondern auch von der Rolle. Mal total crazy sein, mal ein bisschen ernster, mal der noble Held, mal irgendwie der verrückte Baum, der dir gleich an die Gurgel will. Und das sind einfach so Bandbreiten, die musst du erstmal finden. Das ist nicht einfach und da trennt sich aber dann auch die Spreu vom Weizen. Also gute Sprecher, die können das und nicht so gute Sprecher, die nehmen wir dann einfach nicht. Du hast jetzt bei dem ganzen Aion-Projekt auch die Synchronregie sozusagen mitgemacht. Wie kamst du dazu und ist das etwas, was man lernen kann oder gibt es da viele Quereinsteiger? Es gibt viele Quereinsteiger. Bei mir kam es eigentlich wirklich einfach durch den Beruf hier als Producer, in dem ich also für die Synchronisationsvorbereitung zuständig war, für das Sprechercasting, für die Aufbereitung der Texte. Und da ich selber eben als Gamer auch ein großes Verständnis habe für das, was im Spiel passiert, hilft das gerade bei der Regie und den Sprechern eben auch, die vielleicht selber das Produkt, das Spiel oder das Szenario nicht kennen, denen das so gut wie möglich vorzubereiten, dass sie sich also wirklich reindenken können. Und für mich selber ist es auch ein großer Spaß, weil ich einfach diese Bilder im Kopf habe und versuchen muss, die weiterzugeben. Und das ist eine große Herausforderung. Jeder, der Aion kennt, weiß, wie verrückt und abgedreht diese Welt teilweise ist an manchen Stellen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt einen Schauspieler vorbereite auf einen Spielfilm, auf eine Situation in einem Spielfilm, ist es oft eher realitätsbezogen. Bei Aion ist es sehr, sehr abgefahren. Wie bringt man so verschiedene Rollen einem Sprecher nahe? Also wenn du zum Beispiel von einem Shugo sprichst, weiß ja erstmal überhaupt keiner, was gemeint ist. Na, das stimmt, aber es gibt halt immer wieder Referenzen, wo du irgendwie anknüpfen kannst. Also sagst du bei einem Shugo, du bist einfach ein süßes kleines Nagetier, was irgendwie so eine ikonische Figur ist, dann ein guter Sprecher, der weiß auch, was gemeint ist. Der kann irgendwie im Kopf eine Referenz herstellen und zum Beispiel die Demet, die das bei uns eingesprochen hat, bei der saß das dann. Die konnte sich das vorstellen, die stand auch wie ein kleines Mäuschen dann da und hat dann reingefiebt und das klingt dann einfach super. Es ist natürlich schon komisch, du hast irgendwie eine Bandbreite, die kommt vom großen Helden zu du spielst jetzt einen Baum. So. Oder du bist jetzt ein redender Stein. Und ist natürlich auf den ersten Blick nicht einfach, aber wenn du zum Beispiel sagst, du bist ein redender Baum, stell dir vor, du bist bei Herr der Ringe einer der Ents. Ja? Diese großen, weisen Waldwesen, die also eine sehr tiefe, grollige Stimme haben und schon seit Jahrhunderten auf dieser Welt leben und das Ganze irgendwie auch durch ihre Stimme transportieren. Da kommt diese Referenz her und da kann man Anknüpfungspunkte finden. Das heißt aber auch, wenn du so ein Projekt vorbereitest, musst du dich komplett auf diese gesamte Welt einlassen, weil du kommst ja an Stellen im Skript mit Sicherheit, wo das Vokabular, was benutzt wird, völlig
aus Begriffen besteht, die du noch nie gehört hast. Dafür musst du ja Aion schon ganz gut kennengelernt haben. Dann. Ja, und man muss auch generell wirklich, wie du schon sagst, sich darauf einstellen können. Also darum habe ich eben auch gesagt, als Gamer selbst ist es einfacher, wenn man Online-Rollenspiele spielt, wenn man auch sich mit Fantasy-Szenarien ein bisschen auskennt, dann ist das nicht so schwierig. Dann ist dieser Abstand zwischen, oh okay, ich bin jetzt ein geflügeltes Wesen oder irgendwie ein großer Verkäuferfrosch, ist dann nicht mehr so schlimm. Oder wenn du halt, zum Beispiel einer meiner Lieblingssätze in einem Tutorial, da kannst du dann eben drüber schmunzeln. Der geht folgendermaßen. Vasallen bewachen die 4 Quellen, die Tiamat stärker machen als einen rolligen Brax in der Paarungszeit. Und das sind halt einfach so diese Begriffe, die, wenn du dich reinarbeitest, damit umgehen kannst. Und so ein kerniger Spruch, dann denke ich mir, da könnte ich sofort ein T-Shirt draus machen. So, und für jemanden, der sich damit nicht auskennt, der denkt sich nur, okay, ein was? Ein Bra? Ein rolliger Brax in der Paarungszeit ist tatsächlich auch die Aufschrift, die Volker auf seinem T-Shirt stehen haben sollte. Unser Product Director. Da sollten wir drüber nachdenken. Aber das ist genau das. Das ist so eine Hemmschwelle, die muss erstmal überwunden werden. Aber wenn man sich einmal voll drauf einlassen kann, und das geht auch mit den Sprechern dann fließt das. Dann wissen die Leute, okay, das ist eine komische Situation. Ich bin nicht jeden Tag eine Fantasiefigur, aber wenn, dann richtig. Das heißt also, Computerspiel, Synchro gibt es ja noch nicht so viele Jahre wie Filmsynchron, ist auch immer noch in einem Lernprozess in der Entwicklung und wird auch immer besser werden dementsprechend? Fragezeichen? Ist auf jeden Fall in der Entwicklung, weil wir viel lernen müssen, was auch Produktionszeiträume zum Beispiel angeht. Also wir haben oftmals Deadlines, die sehr eng sind. Wir haben oftmals Sprecher, die gar nicht wissen, dass Computerspiele so weit sind, dass sie dort genauso oder besser schauspielern und sprechen müssen als in einem Film zum Beispiel. Und dieses Feld kommt einfach jetzt langsam auf. Die Umfänge von Spielen werden immer größer, die Ansprüche der Spieler immer höher. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man jetzt bei Aion vielleicht nicht so, aber ich gehe in den Laden und kaufe mir für 70 € ein Spiel, dann erwarte ich halt eine hohe Qualität. Aber auch bei Aion, ich meine, also ich erwarte auch bei Aion eine Top-Qualität. Das ist zwar ein Free-to-Play-Spiel, aber es ist einfach auf einem unglaublich hohen Niveau. Und ich muss in eine Welt eintauchen können. So. Und da gehört auch das dazu, dass ich mit den Leuten reden kann und mich nicht fühle, als wäre ich in einem falschen Film. Ich brauche Authentizität, ich brauche wirklich Figuren, denen ich abnehme, dass sie die Figuren sind, die sie da spielen. Und das auch, wenn sie mit mir reden und auch, wenn ich das höre. Und das ist eine große Herausforderung, an der die ganze Branche auch erstmal wachsen muss, denke ich. Jetzt wäre es noch schön, wenn du einen Gruß an unsere französische Community richten könntest. An eure französische Community, wow, ich mit meinem Top-Französisch. Wir haben ja leider, muss man sagen, den ganzen Beitrag in Deutsch gemacht. Auch die Franzosen sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Leider ist mein Französisch absolut grauenhaft bzw. nicht existent. Aber ich dachte mir, weil du ja absolut großartig Französisch sprichst, also ich möchte fast sagen fließend, könntest du das ja machen. Wow, mit meinem fließenden Französisch könnte zum Beispiel sagen Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Rain Productions. Und dann hört es eigentlich auch auf. Also sowas wie, ich grüße alle Aion-Spieler auf Französisch und hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem 3.0 Update. Das sollten wir jetzt französisch untertiteln.